Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu C. So, wir machen ein sehr ausführliches C-Tutorial, logischerweise, denn ihr wollt ja alles wissen. Und vielleicht behaltet ihr sogar ein bisschen was davon, aber mit der Übung wird natürlich dann alles kommen. Was wir hier jetzt haben, oder was wir heute machen wollen, sind logische Operatoren. Hört sich mal wieder mega kompliziert an, ist aber eigentlich total easy. Und zwar können wir verschiedene Bedingungen in eine if packen. Also hier in eine Bedingung können wir mehr als eine Abfrage packen. Und das funktioniert eben mit diesen logischen Operatoren. Wir können nämlich sagen, ist diese Bedingung hier und eine andere wahr? Also zum Beispiel und dass a gleich 4 ist, dann muss erstens mal das hier wahr sein. Also b muss größer oder gleich 0 sein und es muss a gleich 4 gelten, damit wir das hier ausgeben. Ansonsten überspringen wir das hier. Das heißt, in den meisten Fällen werden wir hier gerade mal überspringen, aber in manchen Fällen, wie jetzt zum Beispiel in dem kleinen Fall, dass a 4 ist und b wirklich größer oder gleich 0 ist, dann sagen wir hier, b ist 0 oder größer 0 und wir können jetzt hier noch eine andere Nachricht eintippen, aber das spare ich mir gerade mal. Wir sagen das hier. Okay, das heißt, wir haben jetzt hier diesen Fall gehabt und wir sind hier reingegangen. Beide Bedingungen waren wahr. Wie wir sehen können, hier oben b ist 3 und a ist 4 gewesen. So, jetzt sagen wir zum Beispiel mal aber, a darf nicht 4 sein und b muss größer als 0 sein. Könnte ja sein, dass wir solche Bedingungen mal brauchen. Wenn wir jetzt kompilieren, dann sehen wir, b ist nicht 0 und nicht 1. Die Bedingung ist natürlich leider nicht mehr ganz aktuell. Jetzt müsste man schreiben, b ist echt kleiner als 0. Hier rein. Genau. Also sind wir hier unten in diesem else-Fall reingekommen. Der else-Fall fängt immer alles für euch, was ihr vorher nicht abgefangen habt. Also wirklich alles andere und da sind wir jetzt reingekommen. Das liegt nur daran, dass a nicht 4 ist. Die erste Bedingung war wahr, aber die zweite ist leider nicht mehr wahr. Und wie gesagt, wenn ihr hier eine Bedingung reicht schon völlig aus. Wenn eine davon falsch ist, dann kommt ihr hier nicht rein. Dann überspringt ihr den Part und geht zum nächsten. Ich kann natürlich hier auch noch mehrere Bedingungen reinpacken, auch noch mit b oder mit a drin. Ich kann auch noch reinpacken, a ist gleich b, wenn ich möchte. Kann ich alles machen. Okay, so jetzt gibt es noch die weitere Möglichkeit, dass ich entweder die Bedingung hier wahr haben möchte oder diese Bedingung wahr haben möchte. Da reicht es dann, wenn eine Bedingung wahr ist, damit ich hier reinspringe. Und das mache ich mit diesen zwei Zeichen. Die findet ihr, wenn ihr Alt-GR drückt. Und dann das Zeichen neben eurem Y, also da, wo ihr auch größer oder kleiner gefunden habt, das sind diese zwei senkrechten Striche. Und wenn ihr die beiden hinpackt, dann heißt es, entweder b ist größer gleich 0 oder a ist ungleich 4. So, wir können es gerade mal ausprobieren. Jetzt ist b größer 0 oder gleich 0. Und das wäre der erste Fall hier. Und jetzt mache ich mal b auf minus 3 und probiere dann, was passiert. Dann sehen wir, b ist nicht 0 und nicht 1. Naja, es ist minus 3. Das stimmt sogar mal ausnahmsweise. Wir sind wieder in diesem else-Fall hier unten gelandet. Und der else-Fall ist deswegen eingetreten, weil wir hier nicht b größer als oder größer gleich 0 haben. Und a ist 4. Das heißt, die letzte Bedingung hier ist auch falsch. Wenn wir jetzt hier aber sagen, a gleich 4, also wenn wir prüfen wollen, ob a 4 ist und b größer gleich 0 ist, dann wird der Fall wieder aktiv und wir sind wieder da drin, also im ersten Fall. Das heißt, wenn ihr oder schreibt, dann reicht es, wenn eine Bedingung wahr ist, wohingegen, wenn ihr und schreibt, dann reicht es nur, wenn beide Bedingungen wahr sind. So, und jetzt kann ich hier beliebig kompliziert werden. Ich kann die Dinger nämlich auch umklammern nochmal. Ich darf so viele Klammern setzen, wie ich möchte. So, und dann kann ich hier hinten noch weitermachen und zum Beispiel sagen, und b kleiner als 70 oder a kleiner als minus 120 und dann kann ich hier wieder und machen und so weiter und so fort. Und Achtung, ich kann hier sogar noch ganze Bedingungen verneinen, indem ich, Achtung, die Klammern müssen immer, jede öffnende Klammer braucht auch eine schließende Klammer. Ich kann auch noch einzelne Bedingungen negieren. Das heißt, was hier jetzt gerade steht ist, a kleiner minus 120 muss falsch sein. Das macht dieses Ausrufezeichen hier, dieses Not. Das heißt, wenn a kleiner als 120 ist, dann ist diese Bedingung hier insgesamt falsch. Wenn ihr mehr zu diesen komischen Dingern hier haben wollt, dann schaut euch meine Logikserie an. Aber im Prinzip reicht euch höchstwahrscheinlich das Grundkonzept,
mit und oder. Und ich denke, das reicht auch eigentlich mal für heute. Ja, habt Spaß damit und probiert ein bisschen rum. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.